Hallo, herzlich willkommen in meiner Easy Sunshine Kitchen. Bei mir wird es heute wieder herbstlich und zwar habe ich diese leckeren, hübschen Pumpkin Scones gemacht. Es ist ein richtig leckeres und vor allem auch ein ganz schnelles Rezept und sie sind wirklich lecker. Also wenn ihr den Geschmack von Zimt mögt, von Nelke, so ein bisschen weihnachtlich, dann müsst ihr es ja auf jeden Fall mal ausprobieren. Für die Pumpkin Scones brauchen wir eigentlich auch keine besonderen Zutaten, außer das Kürbispüree und die Gewürze. Ich schreibe euch die genauen Mengenangabe unten in die Infobox. Als allererstes stellen wir die Butter wieder in den Kühlschrank, damit sie richtig schön kalt ist. So, und nun mixe ich alle trockenen Zutaten einfach zusammen. Also hier habe ich Mehl, dazu kommt dann brauner Zucker und weißer Zucker. Ich habe einfach statt weißen Zucker Vanillezucker genommen. Dann habe ich hier Backpulver und Natron. Und dann kommen die Gewürze dazu. Das geben wir alles hier mit rein. Und nun mixen wir das einfach so schön zusammen. Also schön verrühren, dass da keine Klumpen sind. Und das stellen wir jetzt einfach zur Seite. Hier habe ich Kürbispüree und dazu gebe ich jetzt Honig. Das ist ein Esslöffel. Dazu kommt die Milch und ein Ei. Und das verrühren wir jetzt schön. So, das stellen wir jetzt auch zur Seite und nun kümmern wir uns um die Butter. Und die Butter, die werden wir jetzt einfach reiben. Oder man kann sie auch in Stücke schneiden, aber ich mache das jetzt so. Ja, und deswegen sollte sie auch schön kalt sein. So, jetzt habe ich die Butter hier drinne gerieben und das wird jetzt schön vermixt mit dem Mehl und die anderen trockenen Zutaten. Ich mache jetzt mit der Hand weiter, damit sie alles schön vermischt. Das ist jetzt eigentlich ähnlich wie bei Streusel machen. Nun können wir auch schon die flüssigen Zutaten dazu geben. Das Ganze wird jetzt schön umgerührt, sodass ein Teig entsteht. Und hier sollte man auch nicht zu doll rühren. Also der Teig muss nicht glatt sein, sollte nur alles schön vermengt sein. Wenn er dann so aussieht, geben wir den einfach auf die Küchenplatte und kneten mit der Hand weiter. Also wie ihr seht, es ist ein ziemlich weicher, klebriger Teig, aber das ist auch gut so. Jetzt formen wir den einfach so ein bisschen rund, geben etwas mehr Mehl unten drunter und auch oben drauf. So, nun schneide ich den Teig einfach so wie eine Torte, damit wir Dreiecke bekommen. Also es riecht auch schon richtig toll und ich finde, Pumpkin Spice ist so der kleine Vorgeschmack auf Weihnachten, weil das halt auch Zimt drin hat, Nelke. Ist halt ähnlich wie Lebkuchen, aber doch anders. So, das ging ja ganz schnell jetzt und bevor wir sie backen, bestreichen wir sie noch mit Kaffeemilch, also mit 10%iger Milch. So, nachdem ich sie mit Milch bestrichen habe, können Sie jetzt in den vorgeheizten Backofen auf 215 Grad
für ca. 10 bis 15 Minuten. Meine Pumpkin Scones sind fertig gebacken und ich finde, die sind echt perfekt und das riecht so gut. Richtig schön nach, ja, ich sage immer nach Weihnachten, aber eigentlich riechen sie ja herbstlich, sagen wir mal so. Ich finde auch, die sehen perfekt aus, weil die diesen Riss haben an der Seite. Und so sollen sie sein. Meine Pumpkin Scones sind jetzt schön abgekühlt. Und jetzt können wir den Glaze machen, also den Guss. Dafür nehme ich eine Schüssel, einen Becher Puderzucker, einen Esslöffel Cream Cheese und 2 Esslöffel Sahne. Das Ganze verrühren wir schön. Und nun werden sie einfach damit bestrichen. Okay, ich finde das jetzt nicht so schön. Ich nehme einfach ein Messer und streiche es so glatt. So, nachdem ich sie so bestrichen habe, machen wir jetzt nochmal einen Glaze. Dafür nehmen wir einen Esslöffel Kürbispüree, eine Tasse Puderzucker und dann nochmal einen Esslöffel Sahne. Und dann 1/4 Teelöffel nehmen wir von Zimt. Und ich nehme jetzt noch 1/4 Nelke dazu. So, und das wird jetzt auch wieder schön vermixt. Okay, mir ist das aber zu flüssig. Ich gebe noch etwas Puderzucker dazu. Tja, so finde ich das perfekt. So, und jetzt nehme ich einfach ein Glas, gebe so einen Gefrierbeutel in das Glas und jetzt gebe ich das hier hinein. So, ich drehe das jetzt so ein und schneide mir dann die Spitze ab und dann gebe ich das so drüber. So, meine Pumpkin Scones sind fertig und es riecht so lecker. Und jetzt probieren wir sie zusammen. Ja, und die sind auch richtig weich. Perfekt. Den Pumpkin, also den Kürbisgeschmack, ich weiß nicht, ich finde, man schmeckt das nicht so raus. Es schmeckt einfach ähnlich auch wie Lebkuchen, aber doch anders. Richtig lecker und sie sind richtig schön weich, wie man sehen kann. Also ein perfektes Rezept für den Herbst. Also probiert das Rezept mal aus, besonders wenn ihr Zimt und so die Gewürze mögt. Es ist richtig lecker. Ich meine, ist natürlich Geschmackssache, aber wer es mag, der wird diese Pumpkin Scones auf jeden Fall lieben. Ich hoffe, euch gefällt das und ihr macht es auch mal nach. Bis bald!